So Vienna is the veggie heart of Europe. We're green, we're light. I don't even know why our sign is red and white. It should be green and white. There's Eiernoker. There's sandwiches. There's one of my favorite dishes, spinach with potato rösti and Spiegelei, fried egg sunny side up. There's Krautflecker. There's amazing varieties of salad that I love. The salad buffet, it's like one of my favorite things, of course. So yeah, we are Veg Vienna. Veg Vienna, I would call the city in the future. Oh. Danke. Huh? Not again. I think I'm in the wrong episode. What? Schweineschnitzel or Vienna Schnitzel? This is different. This is a veggie schnitzel. But it's really good. We're gonna figure out what is vegetarian cooking in Vienna. Schau hier so aus, als würde ich mich auskennen, weil ich verstehe gar nichts. Where's the best places, and there is some very good ones. So lecker. There's a huge variety, obviously, and from the very easy stuff to the top notch. Kommt alles auf einmal raus. And I'm excited. So we are in the beautiful 7th district of Vienna, in the beautiful Hotel Gilbert, in the beautiful restaurant Flora, from the beautiful Pavin. Hungry from all Vienna. She's a young chef, kind of like a shooting star, I would say almost. Yeah. Sozialisiert bin ich mit der persischen Küche, also mit all diesen Gewürzen der persischen Küche oder der Küche des Mittleren Ostens, würde ich jetzt mal sagen. Sehr starke Einflüsse sicherlich auch durchaus in libanesischen Pistazien, Berberitze, Safran, Granatapfel. Das sind so die Komponenten, die ich einfach liebe und die immer irgendwo vorkommen. Jetzt habe ich Hunger, danke. Sehr gut. Danke. Und ich habe selten Hunger bei Hungry for More, das kannst du mir glauben. Lächeln. So à la Asian. Vorsichtig, Suchtgefahr. Nicht nur Essen spielen, sonst nehme ich euch nicht mehr mit. Pistazien sind auch geil dazu. Ja, geröstet, ein bisschen Crunch, das mag ich. Wer möchte kosten? Deine Gerichte sind ja wunderschön. So lecker. Ich meine, so wie du schon vorhin gesagt hast, es ist ja eigentlich viel spannender und auch lustiger als Koch oder Köchin mit Gemüse was zu machen, weißt du? Also mich inspiriert das komplett. Also wenn jetzt fängt für mich ja die reichhaltige Jahreszeit an, wo wirklich alles jetzt jede Woche schön reif, bunt daherkommt. Sagen die Königin aller Gemüsesorten. Das ist ganz ein wichtiges Gemüse. Scheiße, schaut das schön aus. Wir haben kein Budget bei Wien-Tourismus. Ich bin der Fotograf, nämlich nebenbei noch. Okay. Social Media für uns. Und dann ein Gemüsejus. Ich muss das Püree auch dazu nehmen. Naja. Spitzkraut aus dem Ofen. Darf ich das Scharfe noch dazu haben? Ja. Das ist genau meins. Das ist auch genau meins. Das ist Shiitake und Austernseitlinge mit Kichererbsen. Nur halt, dass es mit viel Melasse auch on top ist. Ja. Wow. Ja.
Wow. Saugeil. Austern-Seitlinge Kebab. Wow. Urgeil. Ja, wirklich gut. Ich lass jedes Fleisch links stehen, sage ich einmal. Also wirklich so gut. Gratuliere. Tipptopp, was ihr macht. Danke, Pavel. Danke euch. Hallo. I mean, a Beisel is, for me, it's an all-day place, kind of, you know, you can go, there's no break, you know, you come when you want, you know, it's drinking, it's eating, it's conversation, it's culture, you're meeting people, you know, it's just a very cultural, golden piece of Vienna. This is like a very specific Gasthaus look. We call this a Pudel, it's a bar, you know, and this is so Viennese with the metal doors and stuff, you know. They don't exist that much anymore. They're all ripped out and broken. So this is just beautiful. Danke. Danke dir. Menu sounds amazing. Ich würde gerne auf alle Fälle einen Obig-Spritz trinken. Prost. Prost, bitte. Sehr gerne. Und eigentlich alles, was vegetarisch ist, gerne. Sehr gerne. Ja? Machen wir das. Danke. Boah. Krautflecken, Spinat, Oh, Eiernockel, ein guter gemischter Salat, danke. Knödelspett. Ah, So, wo haben wir noch Platz? größeren Tisch, hä? Ja, ich glaube, wir machen drüben weiter. Bist du Spinat deppert? Palatschinke, Alter. Knödel mit Ei und noch was Süßes hinterher. So this, very important to say here, these are no substitutes. Nothing has changed here. It's not like usually here is a meat inside. No, this is vegetarian since hundreds of years, yeah? Yeah, and here they always have a vegetarian option also for the daily Mittagsdish that is changed each day. But we start with the Käsespätzle. This is one of my favorite dishes. Mahlzeit. Spinatnockerl. Habt ihr zufällig auch irgendwas Scharfes? Especially these two dishes, the fried Eiernockerl and fried Knödel mit Ei, perfectly works with hot sauces. Guilty pleasure. And this dish is probably as Viennese as Schnitzel or Gulasch. Here, you know, everybody knows this. Knödel mit Ei this is like Schnitzel. Now let's talk about something very important. Gemischter Salat. This you get also in every Gasthaus you have gemischter Salat. And it's always something seasonal. They can be always different. Usually it's always a potato salad, cucumber salad, tomato salad, but now there's no tomatoes because it's spring. Sauerkraut or a kraut salad, you know, from the fresh kraut of the season. So, childhood. Krautfleckerl. Such a Viennese school dish also, you know. This is nothing for vegetarians. This is for everyone, you know. We have this since years. And so it's quite a sweet dish, but it's a savory dish. And it's just classic Viennese like this. This is my favorite vegetarian dish, Viennese vegetarian dish. Cremespinat, Röstkartoffeln oder Kartoffelschmarrn mit Spiegelei. I love it. So crepes, we call it Palatschinken. They're a little bit thicker than a crepe, you know, I would say. So there's always different stuff, also seasonal, coming to be added to the cuisine. So full and happy. I guess I'm not gonna lose any weight at the veggie Folge. But now we're gonna go Nasty. where my first time happened. My first time eating something vegetarian. Obviously, there was not Viennese, I'm not sure. The fountain of vegetables, yeah, it's really one of the most traditional places. We have to go there. I can't not show it to you. Servus. Hallo, servus.
Ich habe das Leben natürlich nicht mehr verstanden als Wiener Kind, weißt du, in den 90er Jahren. Für mich war so, was geht jetzt los? Und auch so, wir gehen ins vegetarische Restaurant. Ich habe nicht mal gewusst, was das heißt. Also ihr seid ja quasi das Urgestein, ihr hattet wahrscheinlich einen der härtesten gastronomischen Wege. So stelle ich es mir zumindest vor als Außenstehender. Ja, jetzt gerade in der Lehrzeit war es immer ein bisschen hart. Wenn, ja, gibt's dir mal Schnitzel, da kriegt ihr nur einen gebrochenen Brokkoli zu Hause. Das war jetzt immer so der Klassiker, ja. Ja, und wie steinig war der Weg dann, oder ging's eh? Du, wir waren so jung, weißt du, wir haben Bock gehabt, waren motiviert und haben erst 10 Jahre später gemerkt, wie furchtbar das vielleicht war. Aber wir haben es bis heute nicht bereut und wir sind jeden Tag lieber da. Unten hier, wo wir jetzt stehen, war eine Kontaktbar, wo ältere Damen jüngere Herren kennenlernen haben können. Ah ja? Später Flamingo Bar hat das, glaube ich, geheißen. Und später hinten ein Kartenspielercafé. Und da war der Grünwald, genau, Fürst Igor hat das Kartenspielercafé geheißen. Ja. Mit dem Who is Who der heimischen Politik. Story angeblich mit direkter Telefonzelle das Bundeskanzleramt, wenn die nach der Sitzung noch einen Schnitzel wollen, haben sie uns daherkommen. Es war ja eigentlich der Zeit viel zu weit voraus, oder? Ja, die Zeit spielt uns in die Hände. Das ja, ihr seid im richtigen Jahr geboren, gell? Ja, man muss schon sagen, das gibt uns halt schon noch ehrlicherweise ein bisschen einen Know-how-Vorteil, wie man Sachen umsetzt. Also das ist schon ziemlich cool. Und ich glaube schon, dass für unsere Eltern war es schon ein bisschen hart, weil die haben halt nicht mitspielen dürfen. Die waren halt immer so ein bisschen die Freaks und die Außenseiter, also gerade was jetzt die Szene betrifft. Und ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, der Papa hat mal irgendeinen Preis gekriegt und bei irgendeiner Gala, ich weiß nicht mehr welcher Guide, und dann tun sie halt so Körneln streuen und Erdäpfeln und Knirs überall hinlegen und irgendwann, nach 20 Jahren geht das halt schon ein bisschen am Arsch. This is not the end of our veggie episode. Vienna is just so veggie, veggie, veggie. We're gonna do a second episode, yeah, and I'm gonna show you the greatest vegetarian restaurant, probably of all time, here in Vienna. It's just too amazing to put it in this episode. We're gonna make a second one, yeah. It was so geil. Stay tuned. There's an episode coming too. If you're hungry, I'm still hungry. Come and join episode 2. Mwah, pussy.